En ik kon plötzlich zijn dat ik had niet den vrede. En dan ik kreeg mich gleich zum mich wieder merken, ich dachte, ich habe mich bekehrt. Und so steht, ich ging durch, ich weiß nicht, wie was die Botschaft wird. Meine Frau sagt, Leute, ich weiß das nicht, aber sie sagt, sag mir, was gefragt, ich kann nicht mehr gehört. Ich habe nicht hören können. So packt wie ich von das Wort. Ich bin ein. Wist nicht, dann rede ich in der Welt mit einem Deiner und sage, ich soll das glauben. Ich sage, ich kann heilen, ich kann gebeten, ich kann Jesus, ich soll mein Hart ankommen. Okay, dann will ich das glauben. Wir beten taub. Wir beten, wann ich nicht den Frieden habe, dann lobt mich nicht ruhig worden. Ich konnte nicht ruhig werden. Zwar ich Gott dankbar sein, dass er mich nicht ruhig lässt worden, dann wird es danach so ist, ich sagte meine Frau, ich will von der Kindchen besiegt mehr haben. Und da wird Gelegenheit geben, nach Ferien zu kommen. Dort ich will gehen. Ich will Frieden, ich will nicht viel Help. Aber ich ging mal, ich in der Seelsorge, und wir hatten einen Schaut hier. Und sehe ich zu jemand, ich sehe, das soll wohl in deiner sein. Ich soll ein bisschen ankommen, nur wenn wir durch werden. Und dann kam dann an, und er erklärt mir dann den Halsplan. Und dann kann ich Jesus annehmen, und dann habe ich Friede kriegen. Das ist ein großes Wunder, und wie dort erfahren kann. Gott ans Friede ja. Nicht ans Salz und Frieden merken. Dus ik had veel gelezen, ik las dan veel om zu overs. Ja, sie soll schwanger sein. Aber dort war ich lot auf einmal an, das tut nicht nur. Ich had nur dem, wo ich mir da will toffen lassen. Ich had durch dann auch schwere Zeit, meine Sint bekannt. Ich komme meist nicht wieder, ich kann nicht mal damit ohne Degen bei meinen Eltern, ich will mal meine Sinnen klamm aufladen. Und ich kann gleich auf einmal einen Tag, dann kam ich vom Bieten gehen und ich hielt nicht da, ich ging bloß gleich durch bei der Stuhl. Dann kann ich mich entscheiden, oh, ich fühle mich vielleicht. Aber das liegt gleich lang, wir haben befrieden anzustehen, ich lasse mich taufen. Na, Leute, können wir das Wort, wo klar gepredigt wird, wo ich offeriere, wo ich Gott sehr dankbar sein, und wo ich dann konnte, meinen Frieden finden. Ich bin sehr dankbar für, und ich bin dankbar, dass ich mein Zeugnis mitteilen. Ich würde mir wünschen, wenn das an die Harten würde so schaffen, dass das an mir mal dauert. Wenn es das, wenn die nicht allein wollten, segnen werden, wer ihn halten kann, dass die den Frieden hier, dass es wird. Und Jesus wird kommen, dass wir bereit sind. Du fragst mich zu, und ich will hier Markus, Römer Kapitel 9, das sagt, denn so du mit deinem Munde bekennst, Jesus, dass er der Herr sei, und glaubst in deinem Herzen, dass ihm Gott vom Toten auferweckt hat, so wirst du selig. Und dann halt noch ein Fall, wo das bestätigt wird von dem Glauben Evangelium Johannes. Ich kann mich wohl ein bisschen verjähren, aber ja, ich dachte, das wird 24, Johannes redet euch bei 24, das ist Johannes Feier 24. Sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hielt und glaubt, den, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ums Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Dat is wat ik kan durchdringen. Dus ben ik zo dankbaar voor van jou, dat ik kan durchdringen en dat ik kan zien kind zijn. En ik dankbaar voor.
zo weten. Dankzij. Nicht für deins. Genode. Goed, daar Ronald de snap komt. Wir danken dir, Herr, für all die Segnungen. Wir danken dir für deine Gegenwart. Herr, wir danken dir für die kraftvolle Wort und für den Heiligen Geist. Und Herr, wir danken dir, dass deine Barmherzigkeit noch kein Ende hat. Von der leben nach der Barmherzigkeit Gottes. Und Herr, wir danken dir, dass du mit deinem Geist schaffen wirst, wie vertrauen wirst von der so bist. In besonderer Weise wirst du bezeugen, du wirst schaffen. Und Herr, wir beten, dass wir würden keine Reise sein, wo immer du uns noch abweichen wirst, würde viel abzustehen, dass wir eine Reise abzustehen, um erleuchtet zu werden von dir, Herr. Und dass wir würden zu dieser wahre Erleuchtung kommen. In himmlischer Vater, ich bete, sieh mir Bruder Ronald, dass er wird kennen, dass die Gnade Gottes, aus dem Gesalbter des Herrn, den wird rütteln von der Abend, er wird zu deiner Ehe reden, zu deiner Verherrlichung. Herr, mit dein göttlicher Segen wird mit uns gehen. In himmlischer Vater besonders, dat von der über die Kraft so und ein, wem das anlegt, es sollte ich mal dem Herrn ergeben, dat von der über die Tag sein, wo die Entscheidung wird getroffen worden. Yes. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Dankeschön. We hebben hier de gelegenheid en dit grote zegen top te zijn. En dat geeft geen betere tijd, geloof ik immer niet, op deze zien vom Himmel. Als van we kunnen zeugen en heren en met leven van wat God gedaan heeft. You know, dat jetzt sehr schön, wenn wir es morgen früh können top zijn en oh, dat is de goede tijd. Dat is probably, ik manchmal sagt, dat is de schönste tijd. You know, dat is, as far as in morgen en bevrieden leven, of course, dat is de schönste tijd. Aber in de Gemeinde, in de Gemeinschaft Gottes, en te hören, wat Gott für die gedaan heeft. Niet ohne Ursache, dat de Bibel zoveel schrift, dat we zullen zeugen van wat we beleefd hebben. Mij heeft het gevallen. Dankzij voor het zeugnis, dankzij voor het leid. De goede tijd. Voor de eeuwige dag, als ik dit uitmaak voor deze avond, dan wil ik je vertellen, dan wil ik hem gebed en ik bid tot God over onze boodschap. Als ik hem gebed weer, dan kom je een bijzondere gevoel over wat mij op eens beïndrukken deed. En dan kom je het beeld hier groot aan, dat du is een dikke ruhe en God, hij kijkt zich vom Himmel rauf, nu wanneer we in ruhe zijn, dus wat hij wil gerne zijn woord uitbrengen. En dan denk ik me zo, dan zeg ik te God, wanneer du was, ik wil dat ruhe zijn. Maar wanneer ik dat zei, you know, dan zet het me, because, no, ik kan dat niet. I just can't. Ik vond plus om te beden, mijn gebed is nu ook nog, dat ik word uit de stich zijn, omdat God zijn woord kan werkelijk onverhinderd van zijn woord en dien en in mijn hart van de ouderen pakken en arbeiden. Ongesteerd. Ik deed zondag zovis, dan hoor ik een vrouw waar ik zei, wat je zullen Maria zovis, wanneer je naar de kerk komt, dan, ik nam die vraag der woche. Ik word van jou een hemelvrouw. Ik word een beste mijn erklärung bijdoen. Einste van jullie hebben me gevraagd wat die vrouw meende deed. En ik zei dat nu nog waar. Hier is geen roodsel. Hier is geen hingerikser en wat verzekerd wat eruit. No,
Dit is plus krak de vrouw, wat ik een vrouw doe. Ik vroeg maandag zondag, wanneer du kunt zo leven als du was, en daarna naar de hemel was komen, waar woest du dan willen te leven? Vielleicht omdat het een beetje meer sens maakt heeft, want God, van de oven die komen, en hij wordt die in Paus geven, oké? Dat is een broek met een grens voor, oké? God wordt die dem Paus geven en zei, hier, neem dem, en dan hul dem. Du kannst leven zoals du was, maar met dit Paus, dan worst du door de hemmelsteer doorgaan. So, dan worst du den Paus dan nu holen. We worst actually wat hebben, zoals een paspoort, en nu worst du weten, nu heb ik dit, mijn hemmelsteer, als ganz sicher op, den dag waar ik moet sterven. Want du dat zo klaar dort had, waar worst du dan willen te leven? Die antwoord wordt ik gleich hebben, wanneer du op een papier schrijven deed. Morgen stapt in de dozen in, morgen hebben we de boodschap aan dat thema. Voor jou is ons thema, zoals je waarschijnlijk gezien hebt, dat is even plus een vrouw. Zijn u en ik materialistisch oder geistlich? En een weg wordt het gleiche, want wie ons dat om zich gevraagd hebben, ze zijn een schuld aan het, dan moesten we manchmal vrouw beantwoorden. En dan loopt dat je de leraar voorbij en dan wordt het prima, die had de vrouw aardig beantwoord. En dan moest de lektie vielleicht naar hemel doen. Zo van du voor jou was de vrouw verder gaan en dat wordt nu stel zijn, maar du was een antwoord gevonden hebben. Ik zie geistlich oder ik zie materialistisch. Woest du rein voor het zweite wat du bent? Ha du een echt dat voor jou klaar? Om een beetje te erklären, wat is een mens wanneer die materialistisch is? De antwoord is dit. Wenn wir das Leben genießen durch den Brauch und Festhalten unserer Güter. Und es macht, dass wir uns ständig gegeneinander messen, je nachdem, wie groß unser Reichtum. Saß die in je terug, als we naar Canada trokken, dan moest ik mijn goede job, wat ik in Mexico had, met mij dat MSI-schein, dan moest ik, of course, je dan afgeven. En ik geef dat even naar mijn arbeiders, en die hadden dan weer, geef dat even naar eind. We trokken naar Canada, en ik moet je van jou zeggen, dat is niet een einfache ding, plus groot naar Canada trekken, want het is niet voor de mannen mee. En dan kreeg ik toen een job. Dat was ook een fijne job. Dat past heel fijn bij mijn leven bij, maar het was niet een job wat me interesseerde. Ik wil je dit nog zeggen. Als ik afwassen deed, dan van de tijd geeft het nog niet zo dat een jong wat interesseerde of niet interesseerde. Du deed stoploos. Ik denk er nog dat ik, mijn broer, we zullen aan zich allemaal dat woord geven. En dan die dat ziemlich lang en dan een dag, dan roept ons voor ons naar de smeden. Dan vraagt hij, jongens, hij dit al dat woord gegeven. Nou, hier had ik gezegd, no, we horen niet. En ik wist dat nu weer wat zeer dan het is. Want we niet worden de karakterreichste uitreed trafen, dit kun schicksalig gaan hier. En zo, mijn vader vraagt ons, waar wen hij je nog niet? En dat weer de zware vrouw. En ik weer een beetje smarter als mijn broer, Tim gelijk, bij staan. En dan zei ik te mijn vader, ons interesseert dat niet. En dan kijkt mijn vader zo'n schrotsmanke spoors. En daar hangt zo'n bannerrij gum, zo'n breite ongeveer, zo'n lang. En hij zegt, daar hebben we rood. We kunnen dit interesse bijbrengen wat het veel wordt. Als ik hier in Canada zie, dan moet ik een job doen, mij interesseert dat niet. Ik voer te arbeid en ik wil je dit zeggen, dat
ich fahre mit einem schweren Hort zu der Arbeit. Mir interessiert das einfach nicht, mir hängt das nicht schein. Wir werden daheim getroffen, wir werden uns einig geworden, es soll nur uns Tisch sein. Und ich sage, keine Zukunft. Ich will bloß wirklich nicht sehr mutig. Eine Sonntag sind wir bei unser guten Freund spazieren, dann sagt der Freund bloß groß, sagt er, ich habe einen Vers gelesen in der Bibel und der sagt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und dort wird ein feiner Vers. Und am nächsten Tag, als ich zur Arbeit fuhr, ich habe manchmal gerot, beim zur Arbeit fuhr, so uninteressant. Und dann, war einmal, ich habe mir das Vers an. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und weißt du, was ich da erkenne, das Tag, dort wird materialistisch. Ich will jörn, nochmal war an meine Arbeit die Freude finden. So wie ich in Mexiko habe. Sie dann fuhr eines Morgens tätig los, scheint das. Ich habe wieder keinmal eingeworden, dass ich meine Freude an meine Arbeit finde. Nur ich habe realized, dass ich meine Freude an der Arbeit sehe. Because die Arbeit schafft sehr fein, das macht Geld und das wird wirklich eine schöne Zeit. Und nun muss ich bei einmal antworten, dass ich muss meine Freude am Herrn finden und nicht an der Arbeit. Gott hat ein wundervolles Ding, das hat mir viel gekostet, aber ich danke Gott von dir dafür. So materialistisch sind wir, wenn wir ans Leben genießen, durch den Gebrauch von Falschholen und unsere Jita. Das ist eine große Gefahr, wo wir bei sind. Wir leben in einer Zeit, wo wir einfach einen Schofjita haben. Das ist nicht ein Sinn, einen Schofjita zu haben. Das ist nicht ordentlich, wenn unsere Jita tonehmen dürfen. Das ist alles biblisch. Aber wenn du und ich und die einmal falsch worden, dann ist es sehr jämmerlich. Was sind die Gefahren von Materialismus? Wenn du und ich an uns schaffen, die Bibel sagt, wir sollen ausstellen, den Weg sollen wir schaffen, okay? Das ist nicht mehr ordentlich, wenn du und ich mutig schaffen. Nicht mehr ordentlich, wenn wir ein bisschen Arbeitsgeist haben. Das ist alles okay. Aber hörst du mal, wenn uns Schaffen sich bloß handelt, in Gewinn, in Vergnügen oder in Nummer zu merken, dann nimmt uns die Zeit wahr, was Jesus oder Christus für uns bestimmt hat, dass wir sollen brauchen, um die Welt das Evangelium zu bringen. Das ist vielleicht ein bisschen gerade ein Müllfall. Wenn meine und deine tägliche Arbeit uns berauben wird, für Christus zu schaffen, das ist Materialismus. Das macht das vielmal, dass wir nicht das Christentum bühen, weil wir sind so vertieft, in uns materialisches Reichtum abzubühen. Der Konflikt, was wir haben in dem Materialismus, das ist, wo wir lassen einmal werden, dass wir können nicht Materialismus oder Christus zugleich abbühen. Wir können nicht. So, wenn wir mal blättern von dir nur ans Text, nur Lukas, das 12. Kapitel, der 13. Vers. Es sagte aber einer aus der Menge zu ihm, Meister, sage doch meinem Bruder, dass er mir das Erbe teilen soll. Er aber sagte zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Und er sagte zu ihnen, seht zu und hütet euch vor der Habsucht. Und some von Ihnen Übersetzungen, da braucht das Wort Geiz. Denn niemand lebt dadurch, dass er viele Güter hat. Und er erzählte ihnen ein Gleichnis. Es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst, was soll ich tun? Ich habe keinen Platz, wohin ich meine Früchte sammeln kann. Und er sagte, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter sammeln. Und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat und viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man dein Leben von dir fordern. Und wem wird das gehören, das du bereitet hast? So geht es dem,
der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. So weit. Wir hopen nicht, wir beten. Voordat we neigen, fertig van de avond. God, ik bid, zie ons nog eenmaal wat gnedig. Red van jou tot mij. Red van jou tot ons. God, du bist so klar in dein Wort über den Mammon und über Gott dein. Gott, du hast uns in diese Welt gesagt und du kannst unser Leben, du weißt, was wir zu schaffen haben. Du weißt, wo du uns sehen wirst. Aber Gott, ich bete von dir, sieh uns gnädig, indem du von dir klar wirst zu uns reden. Herr, ich bete, wir können man offener Hort hier sein. Ich bete, wir würden opblijven, sogar wenn wir einmal feilen, dat nu jij het klikt jij wat ik gedacht heb. Himmlische Vater, ik bete besonders, dat ik kan uit de stich zijn. En himmlische Vater, dat die woord van jou kan klar en duidelijk, diep in ons hart neervoeten. God, openbaar ons, wat die wille is voor ons en deze wereld, wanneer we denken aan de materialismus. Himmlische Vater, in Jezus' naam beten wir. Amen. We worden van de avond een beetje van de jevoren hier eerst checken. En dan worden we later in de geistlichheid zeker, de jevoren van materialismus. De jevoren. En ik wens dat we kunnen van jou, man opnet hoort, hier zetten. Dat niet van jou heel zetten en zeggen, oh, ik zie een weer orig, ik zie jou met geld, dan zie ik een weer vielleicht niet recht. No, we hebben maar ganz je laten zetten. You know what, vielleicht bist du een vormer, oder een geschäftsman, oder een arbeider, oder whatever du die position is. En du hast de wirklich kraak, reich eingesteld, en du bist kraak in je Gott zijn Segen. We hebben dan bloß kraak so mutig verweischof. Wanneer juist mij en die op bij me aanscheren en ons überzeugen dat we haar dingen einfach erg te houden, dan komen we bij de vrouw. Wist u dat weten? Zijn we überhaupt bereid dat te horen? Dat wil ik die even laten. Dat is up to die. Als du woest bij iemand zeggen, mira, ik ga vielleicht beter ik go ruut. Weil man ik hier wat wil horen, wat mij treft, wo ik weet, wo ik hem rechte zie, en ik dan wacht voor en ik ander niet, dan wordt dienen en mijn leven slimmer zijn en know dit als ver dit. Oké, eine hiervor. Wenn Materialismus oder wenn wir uns haben Gott oder unsere Geldsachen nicht reich brücken, dann würde die uns in Druck bringen. Okay? So Geldsachen dürfen wir nicht trekken. Dat is broekwij. Dat heeft God niet zo gerekend. Waarom trekt meer die dat manchmal, aber so sei met onze Geldsachen? Dat kunnen verschiedene Ursachen zijn, aber allgemein is dat, because we meten ons einer met dem anderen. Wanneer ik zei dat Jana heeft something, dan jankert mij dat dan nu ook zo staat. En dan breng ik mezelf in een leeuw in, waar ik ontvang in een druk te leven. En Jacobusbrief, doorschriftet van dit in 4e kapitel. Jacobus het 4e kapitel, wanneer je de Bijbel ophaalt. Jacobus het 4e kapitel. Dit druk, wat van de dag in Frentelja, het is een ongenomen druk. De meeste mensen maken hem niet meer. En de meeste christen maken hem ook niet meer. En we weten manchmal niet waarom zijn dingen zoals die zijn. We lezen im eerste vers hier, dat is de vrouw. Woher kommt Streit und Krieg unter euch? Kommt's nicht daher aus euren Wollisten, die da streiten in euren Gliedern? Dat is een beetje dus innerlich in onze Glieder, dat is something dat trifft, dat shift. En dat is een Aru in ons binnen. Dat is een begeer nach dem Reichtum. Wanneer du en ik ontvangen innerlich te feilen dat we worden begeerig naar Reichtum, dan werden we schwin stilhouden. Dit is de oorzaak
van waarom vandaag veel mensen in een grote of in een diepe stress leven doen. We zijn in deze begeer ben. Veel stress als vandaag en een maandje heim, because een financiële leeuw was bijna zijn. Dat je heeft een druk. Dus broeder, hij zei dat zijn vrouw had hem een vrouw gesteld en hij had het niet gehoord. Dat weer because hij weer hij weer hem heel juist en hij had hem te houden. Op hoeveel is het dat papa zet hem een dash en de kinderen die zeggen something to papa en papa heeft niets gehoord. Weien, papa is weer en zijn bankrekening of en zijn schuldrekening er irgendwo is in druk. Dat draagt dus zo. Deze wallisten en deze krieg van wat het gereden heeft, dat is dat we haar geld geleid en kunnen niet meer betalen. Oder we haar geld uitgeleid en krijgen dat niet meer terug. Veel christen, ik ga van de boodschap aan de christen, veel christen die spenden van deze dag alle ihre energie om zijn en wirtschaftlich leven op te komen. Oder even ook al best zo te blijven als het is. Dat brukt alle aan zijn kracht. Want de juist wordt eerst komen en die wordt meer die monen zijn. Weet je, dat veel van die wordt mal, hang alles op en vormel doorgaan. Voor vielleicht mal op een mission. Vielleicht is het zo einfach als plus van werken irgendwo aanvoeren. Meest alle christen van de dag in Noord-Amerika, die de eerste uitreden is, zegt, de wirtschaftliche leeuw, die laat dat niet. Dat is niet raar. Dat zal niet zo zijn. Waar of wer zal Jezus zijn Königreich bouwen? Wer zal de arbeid doen wanneer en ik wirtschaftlich ongebonden zijn? Dat is zo beleid de val op veel steden. We hebben ons dat einfach zo eingerecht. Dat schade denk ik is, dat vandaag zijn veel van God zijn kinderen en een financiële stress of bedreigdheid binnen en veilig zich door vandaag ohne God ben. Dat is dat jammerlijke ding. Ik wil je vandaag wat zeggen, wat somebody miljoenen terug te mij zei. Want die geldzaken, die zorgen maken en die verdrietig maken, dan is God er niet bij. God wordt mij in die niemals en zo'n geldzaken inbrengen, we worden einfach zorgen bedrekken. Op een manche mens heeft zich door zelfs niet gebracht. Weet je, dat schade denk ik is nog zo stip. Dat God heeft in manche oprechte, goede Christ, heeft God gezegd am eerste val. Dat Bist wil ik dit bij zijn. Zo ik en du, we zijn duimietig voor God en God heeft een geval aan ons geschaffen en God zegent ons. We hebben ons vielleicht moeten in de bank voor geld liggen en we hebben ons een tractor gekocht, of we hebben ons een beetje land gekocht, of we hebben ons een beetje gereedschap gekocht, whatever dat is. En allemaal, we hebben ons deze zaak eerst gebeten, dat feit dat God is te met, en we gaan ons dat aan. Man en vrouw zijn zich einig in de zaak, we gaan ons einfach wat aan. Ik ga dat zien, we hebben ook schuld. En dan heb ik met het stuk land gekocht, en God schickt hem rein, en God schickt hem zegen, en ik zie dat eruit. Nu heb ik einfach een beetje een klampje geld. Dat is een zegen. Nu staat de grote je voor, en dat is waar een manche Christ zich van de verstodderd heeft, en dat is, dat nu neem ik de zegen wat God me gegeven heeft, en neem hem en vorm dem zegen naar de bank, naar dat weldige systeem, en de bank zegt, oh, wanneer je zoveel geld hast, dan leer we die nu nog eenmaal zoveel geld, oké? Ja, nu vangt dat al wat ver te stellen, because nu kan ik aanvangen groot te schaffen. En dan flauwen dingen niet meer, zoals die vielleicht aanvankelijk deden. En dan vang ik aan te beschuldigen, ik vang aan te wonderen, hoe Gott en dit. En dat ding is, du en ik hebben God zijn zegen misbruikt. God wil ons een zegen geven, omdat we worden in ons leven geniezen
Und wir haben in unserer Tierigkeit dem Segen gebraucht, jeden uns zu schaffen. Und wie ist schon für Gott und Frau, wo es möglich, dass das Leben so miserablich kann sein. Wo es doch möglich, dass Gott nicht mehr dem Segen drauf schert. Du denkst, ein manche hat dem Segen missbraucht. Und von der Stufe für Gott, und wir würden so wünschen, man hat uns wahre Segen das. Und Gott kann noch wieder segnen, aber wie missbrauchen dem Segen Gottes. Die zweite Forschung in Jakobus sagt, ihr seid begierig und erlangt es damit nicht. Das Morgen in Lukas 12. Kapitel, was wir lesen, hij hat eine gute Ernte gekriegt. Mag wir das hij wird begierig. Dat ze doch einfach nicht mehr da ist. Die Korn was fein und die Stab sieht gut und Gott, die schickt dem Regen und wir nehmen bloß die große Ernte an, weil wir speckers do riet in Bühe gratis speckers. Was hat ich mit dort? Weil das Ding wird, du wird im Begehr noch haben Gott. Das Form die vergott Gott und sie die Buderie. Hier sagt es nu in Jakobus 2. Kapitel, 4. Kapitel, ihr seid begierig und erlangt es damit nicht. Ihr hasset und neidet und gewinnet damit nichts. Ihr streitet und krieget. Ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Was meint ihr hier? Ihr habt nicht darum, dass ihr nicht bittet. Wie betet ihr doch so viel? Und manchmal scheint es so, Gott die Antwort nicht. Wie habt ihr so gebet? Und mancher Freund, mancher Christ, der bet von dir, dass Gott soll, vielleicht sagen wir, soll uns in der guten Regen schicken. Es ist auch recht für ihn zu beten. Mir hat es mal gefragt, es ist auch recht für ihn zu beten. No, ich glaube nicht, dass das ist. So, ich will dir ein bisschen eine Geschichte vertellen. In Manitoba, da beten die Menschen meist niemals für ihn, da beten sie Dollar für die Sonnenschein. Mein Schwester, sie kaufte sich ein Greinhuis, Jahre zurück. Und stellte ihr Greinhuis ab. Und sie wird ganz aufhängig von dem Greinhuis. Da wird einzig angenommen. Und so nu kommt die Zeit, dass die Blumen fehlen zu planten. Und die Blumen werden im Greinhuis rein. Die fehlen nu neidig zu verkaufen. Die annehmen, die fehlen neidig. Und ich würde alle Tag bei ihnen vorbei. Und das war, das wird aber von dieser Art, dass das schneit. Und kein Mensch gleich Blumen zu planten, wenn es schneit. Allgemein in dieser Zeit vom Jahr, dann wird ganz voll fortgehen. Menschen kaufen Blumen und das Geschäft geht gut. Ich würde alle Tag vorbei und ich sage vielmal, wie kein fertig am Hof. Die Blumen wassen da, kein fertig, kein Mensch schafft die Blumen. Und mir fängt das an zu jammern, über mein Schwester. Mir jammert das sehr, aber was man zu das sagt. Traf ich in meinen Tag und frage ich, hey, wo ist es? Wenn es bloß schneit und wie ich im Vorkasten, die Werke, das ist ganz voll Schnee. Ich sage, was ist? Und dann sagte er zu mir, weißt du, Ronald, ich bete niemals für das Wahre. Niemals für das Wahre beten. Du hängst je ganz auf vom Wahre. Wo ist das, dass du nicht beten willst für das Wahre? Er sagt, Ronald, das den 100 Jahre trägt, schneidet auch manchmal mehr in Manitoba. Ich rechne nicht mit, wenn ich ein Greinhuis abstelle, dass Gott das Wahre ändern wird. Ich vertraue einfach Gott. Das ist bloß an was wir leben. Ich muss von der Bekanne verjüngt, ich habe seit dem Tag auch nicht mehr für das wahre Gebet. Because das ist natürlich. Das ist aber nicht recht. Du hast bete weil ich noch länger für das wahre. Aber manchmal würden wir sagen, lieber das mal beten, und dann steht da, wir beten, Gott schicken Scheinereien, dann würden wir lieber beten, sagen, Gott, gib dir $100,000, bloß klick in den Fupp nehmen. Because that's really what ich versuche zu beten. Aber ich versuche dort durch den Regen, durch die Ernte, aber das Ziel ist, das soll in meine Fupp ein Klampe Geld geben. Das ist, was wir beten, und Gott erhört vielmal Gott. Vielmal sagt es so, hey, wir sind begierig in unsere Gebete, wenn wir materialistisch sind. Der Begier nur Rektum ist Sinn. Das Begier hat all manche Geschwister eingeredet. Gott sagt, ihr bittet und nehmet nicht darum, dass ihr übel bittet, nämlich dahin, dass ihr es mit euren Wollisten verzehrt. Ich will uns von dir das Hort leihen. Wenn wir
in unsere Boerderie denken doen und wir schaffen wirtschaftlich, so ist ich gesagt habe, Gott hat uns gefallen, Gott segnet uns, aber sind du und ich von dir im Klaren, wo wir wie top schaffen doen und was wir top schaffen? Haft het met te doen dat we wel dat in onze wahllisten verzehren? Het zegt hier in Jakobus 4 vers 3, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, es in euren Begierden zu verschwenden. Das ist eine andere Übersetzung dort. Was ist die Ursache, dass du und ich von der Mathe dort haben, was wir haben? Wir haben uns vielleicht wohin geschafft. Wir wollen uns bespriefen. Sind du und ich von der von dir, was in Wollust wollen uns haben Gott verzehren. Wir wollen da nach boven leben. Wir bringen unsere Kinder den euch ab. Das geht alle hoch boven Eva. Das schafft euch. Wir leben in der besten Zeit. Wir wollen niemals eine bessere Zeit haben, was wir nu haben. Weil wir uns nicht, ich allmählich glaube, dass das Leben in Nordamerika jemals besser wird, als es nu ist. Wir sind ganz boven der Spitze. En manche schaf, en een manche vorm, die schaf van deel met deze üblen begier. Van buiten voor we voorbij en we zeggen, oh, dit zit smak, dit zit rik, dit gleich ik. En jet God kijkt erop en hij zegt, het stinkt. Geen gevallen heeft God en veel, ik zei, wie worden ons van deel brieven. Want du en ik begierig verzekerd wat op te schaffen, heeft God geen gevallen. God zegent niet begier. Jakobus nannte dem 4. Vers, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, dass der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Waarom nannt Gott das hier Ehebruch? Wir reden hier von Geldgeschichte, aber immer hostig hätte ich einen Ehebruch nennen. Das Ding ist, ans materialistisches Geschaff hafte je vor, dass wir weltlich worden. Wir fangen in der Welt, mit einem Volk fangen wir in der Welt an zu leben und wir fangen an die weltlichen Listen und Begierden heran zu gehen und mit dem anderen Volk versuchen, wie geistlich zu sein. Das ist Ehebruch. Du kannst nicht geistlich sein, materialistisch. Du kannst nicht Gott und den Mammon dienen. Viel versuchen dort, das ist Ehebruch. Das ist geistlicher Ehebruch. Wir können uns nicht in der Beit vertiefen. Wenn du und ich uns mit der Welt in ihrer Sache befrienden, dann sind wir nicht Gott sein Freund. Mocht wir von der abgeweicht worden, und wo stärken wir, und wo siegen wir uns nehmen, mit was startet für? Der andere Gefahr von Materialismus ist, dass das Reichtum kann uns wichtiger werden als die Erkenntnis Gottes. Ik wil gleich van de Frau te stellen. Juntus Lied. Ons alle. Wat is die wichtig? Dat du was Reichtum abbuien? Oder dat du was meer Erkenntnis krijgen in Gott sein Wort? Ik geloof in die innerlich, en mij in die innerlich, du hast eine Antwort zu der Frau. Ich glaube ja. Ich glaube nicht, dass hier von der Konversaten sei, no sé. Ich glaube, dass die Alleinheit des Menschen, die würde sagen, ich will nicht weiter. Please, wir verschwinden das von der Rede, because das will ich nicht weiter. Mir ankert dort nicht weiter, because wenn ich das Wort bei ihm die Klarheit habe, dann wo ich mit anfangen ganz und go anders zu denken, anders zu planen, anders zu bohren. Und Lukas das 18. Kapitel. Der bekannte Jesus fangen wir an und erst fragte ihn ein Oberster, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus sagte zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer einen allein Gott. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Er sagte im 21. Vers, er sagte, das habe ich alles gehalten. 22. Vers, als Jesus das hörte, sagte er zu ihm, es fehlt dir noch eins, verkaufe alles, was du hast
und gib es den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als er aber das hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Als Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sagte er, wie schwer werden die Reichen ins Reich Gottes komen. Krijgen we het te horen wat Jezus hier wil, met deze rijke jongling? Je hebt het zo dat Jezus ditzelfde en mij en die ook wel. Zijn u en ik van jou beschäftigt om zijn in rijkdom op te arbeiden? Dat veelt om meer tijd, dat veelt om meer geld. We voeren naar de bank en de bank leidt ons naar meer geld. En we kunnen nog dollar schaffen, wat manchmal gezegd. We gleichen dat zo tenander dat we schaffen. Because de Bijbel zegt dat we zelf schaffen. Maar weet je wat? Wanneer dat schaffen, dat wordt dat ik vangen hebben gaat om top te roepen, dan heb ik niet meer dat rechte geschafft. Dat denk is, wanneer wir die schaffen, über die Jahre so schaffen ist, dass das nicht ein Schatz am Himmel geben wird, dann missen wir den Point. Jesus hat hier ein reicher Jüngling für sich, und das wird ganz okay mit seinem Reichtum, aber das Problem wird, dass er hat nicht einen Schatz im Himmel. Und in seinem Fall würde das brücken, dass er das Reichtum würde verkaufen, omdat hij de schatz wordt hebben im Himmel. Jezus is voor jou, bij mij en bij die. En Jezus wordt gleichen, dat du en ik worden een schatz am Himmel. Gisteren hebben we geredet van de aanbetung. Du en ik kunnen gleich eine wahre Anbetung leven, unless we haben Schatz, nur wat we trachten doen, zoals we gisteren horen. En Kolosser 3 kapitel vers 1. Materialismus, wat mij in die immer Wahrheit en dem Sorgenmantel brengen. En dat leven is bedreigt. Wie haben euch befreit? Wie haben nicht einen Schatz? Hij soll einen Schatz im Himmel haben. Schatz, wo er wird so viel wert worden, dat ans Hort wird anfangen, um des Schatz zu hängen. Dat wir Gott würde verstehen, und wir würde Gott lehren zu gleichen. Wir würden einen Schatz haben, was uns beständig wird erquicken. Ja, erquicken. Das sind andere erquicken, als plus Goldgeld haben und Goldgeld brücken. Dat jij eens er nou zijn wanneer je zoveel geld hebt en dat dan nog gebruikt krijgt. Maar dat is plus zo'n zeer kartet, zo'n zeer natuurlijkheid en dat is plus een fleischelijkheid zijn gaan. Lot zijn vrouw, als zij zullen van Sodom en Gomorra uitgaan in 1 Mose 19 kapitel vers 26. Gott hat gesagt, nu Gott was en check nicht träg. Waarom kon zijn vrouw niet ook bloß Gott zijn stem vallen, dat wird wieder te wertvoll, wo sie verleiht. En Lukas het 17 kapitel, daar schrift het van de gräuliche Zeiten, dat ze zegt het verstaan. Wanneer die gräulichen Zeiten worden komen, ik verstehe die gräulichen Zeiten, die zijn zeer gerecht op Israël. Aber heb je mal gelezen, heb je mal even gedacht, wat zijn het zegt in Lukas 17, daar is de vers. Auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn des Menschensohn soll offenbart werden. An dem Tage, wer auf dem Dache ist und sein Hausrat in dem Hause, und sein Hausrat in dem Hause, der steige nicht hernieder, ihn zu holen. Desgleichen, wer auf dem Felde ist, der wende nicht um nach dem, was hinter ihm ist. Gedenket an Lots Weib. Des Tag, dat is de Prophezeiung, das Vers, das sind Prophezeiungen, das ist, was da kommt. Du wirst ab een Tag sein. Und dann wird immer wirst du antworten, dat nu ist die gräuliche Zeit hier, nu ran für dein Leben. Dann gehst du nicht nach trägem Hüsten und holst dir die Geld aus. Dann lässt du Kraft durch den Haben go los und dann ran du. Wenn du auf dem Stab bist, dann kommst du nicht nach ersten Hüs und dann nach der Haben go nehmen. Dann ran du bloß, because nu ist der gräuliche Tag gekommen. Der Tag kommt, dat het haben gaat met in einem Moment losgelaten en dan ran voor die leven. Dat handelt zich in de gräuliche Zeit, wir worden dort nicht wieder nennen gehen. Aber das ist, was du und ich mit haben in uns tagtägliches, materialistisches Leben. Eine sehr wichtige Sache in uns Leben, was wir haben, und das ist, dass du und ich uns
haben Gott mit einer offenen Hand immer ein Haar. Alle Zeit, das wir mit einer offenen Hand haben. Gott jeft, wenn du göttlich bist recht geworden, dann hältst du und ich ans haben Gott mit einer offenen Hand. Dat maakt een Welt van een Unterschied, als wir das gerne mit einer offenen Hand holen und wir schaffen mit uns haben Gott durch im Leben durch, because it's to all the Zeit available von Gott. Aber von der, als ein Mensch einer, der hat sein haben Gott ganz zu holen. Das ist nicht, dass er bloß ganz zu holen hat, der hat das sogar aus dem Schatz in sein Hort und der wird sich nicht trennen von sein haben Gott. Ich weiß nicht, wo du bist. Aber ich glaube bei mir immer, dass die Verfolgung Zeit, was für uns ist, ich weiß nicht, wie lange das geht, aber die wird anfangen, indem dass wir uns haben Gott worden mit Eierreichtig, und die Eierreichtigkeit wird überhand nehmen und uns ans haben Gott wahrnehmen. Einige von uns beleben dort eine kleine Motor. Einige von uns verlieren manchmal was. Somebody nimmt einfach bloß mal ganz Glück und stehlt uns was fort. Ich weiß nicht, was ihr alle belebt habt. Ich würde mir vorstellen, meist alle von uns würden es in Stadel belebt haben, dass uns mal erst was weich gestohlen wurde. Einfach schwer viel geschafft, und am nächsten Tag kommen wir zur Arbeit, alle weich. Was tut das an mir und die? Holen wir das mit einer offenen Hand, oder wo wir an, nun ist alles verdorben. Jesus sagt, wenn sie die dem Rock stehlen, dann jeffen dem Jacket auch noch. Oder wenn sie dir dem Jacket geben, dann stehlen, dann jeffen das Ham auch noch. Mit einer offenen Hand, das tun ich jeden Tag keine Ahnung. Wir checken nur die andere Seite. Geistliche Sonne zu sein. 1. Timotheus saß, blättert man jeweils in 1. Timotheus, das 6. Kapitel. Du sagst davor, es ist aber ein großer Gewinn, wenn man gottesfürchtig und bescheiden ist. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum ist es sicher, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns damit begnügen. Die aber reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Fallstrecke und in viel törichte und schädliche Liste, die die Menschen im Verderben und Verdammnis versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldgier. Danach hat einige gelistet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Geistliche Sonne zu sein, das meint, dass du erst eine klare Scheidung von geldlicher Sonne zu sein. Du kannst nicht Geld hingeran und danach geistlich bleiben. Das sind zwei verschiedene Richtungen. Das ist ein großer Event, wenn aber einmal dort kommt, dass ich sehe, nu Rick. Nu sehe ich, okay, ich sehe Sonntag zu jung, dass ich von dir vertellen, wo wir mal wieder Rick geworden. Und dat, ich hoffe, die haben nicht so viel eingeladen, aber das ist Sache, aber ich hatte klar, dass das möglich ist. Ich hatte doch vielmal gesagt, und ich sage, dass wir noch waren, aber dieses Lied, ich und meine Frau, wir wohnen in Kanada und wir sind Ricky Lied, okay? Ich weiß nicht, was Sie da ein Problem mit haben, wenn ich das so früh ist, das sage. Wenn was ich komme, ist meist alle Lied die gleiche, das immer no, wir sind nicht Rick. Ja, ein Lied sind Ricker. Okay? Weil das ist eine ganz große Dummheit, sonst wir hätten never nicht reden, nicht mal. Aber eine Satz, jetzt ungefähr 7 Jahre zurück, glaube ich, ist es, dann wäre ich in Mexiko, ich weiß. Ungefähr kraken diesen Zeit vom Jahr. Hat hier eine gute Zeit gehabt und hat hier ein paar Jahre mit meinen Freunden gespendet und sie haben mir alle ihre Sachen gewesen, ihre große Geschäfte und Appelgordes und nein, da wird bloß so viel, sei Schmacker, einer hat einen Schmacker Pirzstall und da wird der Leid zu fein. Ich würde über den Haus noch eine Weg von hier sein. In Manitoba, die das immer switchen oder das Winter jeweils Zeit, kriegst du es in New York Zeit, das vielmal nicht in seiner Makel, die Zeit zum Bitte sein. Wir haben uns alle Heinerstall, hat wir von einer Stadt oder andere Stadt gemoved. Und da wir noch nicht ganz vorig, ich musste noch some Dinge noch vorig machen, als ich in Haus kam, dann die erste Abend, dann sehe ich tschüss, und ans Jeffrey, wir dann vielleicht 12 Jahre alt, something so was dort.
En dan sagt Jeffrey, zei van de schuldenhuis, ik wie van de arbeidhuis, sagt, wir waren nach dem Heinerstal, da vor ich mir. Da wird ein Oven, wo das alle mit so sehr kalt, mit so Sarah hier warm werden, da wird alle blattig auf der Raum am Heinerstal. En ik had hier een adelje oude breder. Dat wird, wenn wir gerade nicht geld zum nieuwe breder hebben. Die wil ik hier nog aanhouden, dat het wordt beter toe zijn voor onze heine. Als ik door op de lara weer, en mijn boots weer een grote klampen blad in je ogen bakt, dat ze allemaal door zijn, dan hoor ik dus oude breder door. En dan word ik prima aan, dat ik weer wel zeer warm. Dan dacht ik door met mijn bladje boots en natte kleider en kalt en oude breder en heinerstal, wat niet zoveel weer, dat ik weer van jullie moet wel een paar schoten geven. Dat is wat ik heb. En mijn vriend, die heeft dort een meer $1.000 Pietstal. En dan word ik aan, ik weer warm. Dan wil ik, ik word moedeloos. Als ik door de stad zie, en ik weer een paar jaar terug naar huis gekomen, mijn jong, die weer treurig en halt me door, en dan zie ik hier, en ik word plus aan, dit irgendwas schafft niet raas. En dan met eenmaal dan schreef God zijn Jezus mee, op de lara door te houden. En dan zus van de stem aankomen, en zei, Ronald, wanneer du was, dan kost du van jou rijk worden. Nou, hoe deed man dat? Wanneer du was, dan kost du van jou en dien trachten en werksel merken, en dan worst du van jou aan een rijke man zijn. En mijn bladje boots, en alles wie jij mijn natuur, except dat mijn jong gedicht heb met mijn zelfverheid, dan moet eenmaal dan vangen met die dingen onver te draaien. Door de ramen de aak van dit oude heinerstal, dort zo en engstje af door zijn huis, en door is licht ben. En door is mijn vrouw met de ewertje van onze kinderen, en die merkt door een onkers, bijna een korte tijd, dan word ik door bijna zijn, dan wordt het door een schijnend onkers gegeven. Dan word ik met mijn kinderen te brammen daar zetten, dan worden we door schijn eten. En we worden niet plus schijn eten, anders wordt het alle op schijn gaan. En we worden niet plus alle op schijn gaan, maar we worden hier werkelijk een heim hebben, waar we worden zingen, waar we worden de Bijbel lezen, en de kinderen worden zich vrij door dad toezet. Ronald, wanneer du was dort te dienen nummer 1 zaak merken, dan worst du van jou rijk worden. Maar wanneer du was des heinerstal vergelijken met die vriend zijn Pietstal, dan blijft du een arme man. Ik kan me niet proef doen met mezelf en dat is ook niet wat ik wil. Maar weet je wat? Den dag, dan heeft God genoeg. En dan zeg ik van de lader af, dan weer ik rijk. Ik zie van jou naar hem rijk. Es ist ein großer Gewinn. Dat is wat de Bijbel zegt. 1 Timotheus 6 vers 6. Door redt van een groter gewinn. Dat handelt zich niet om $1 miljoen geëarnd. Dat handelt zich niet om een business wat zeer veel geld brengen redt. Maar een großer Gewinn. Wer gottselig ist und lässt sich genügen. Dat heeft de Bijbel nach alle levenstijd gezegd. Van jou is een mancher plotischer mens slim besteld in miljoenen dollars en die leeft immer nog arm, because de is nog niet betist gewend. Ons trachten is einfach alles. Aber wer gottselig ist, der findet ständig eine Freude an seine Gottesgemeinschaft. Seine Freude am Herrn ist seine Stärke. Wir lassen es uns genügen. Wir leben völlig zufrieden. Wir sind nicht mehr uitgestresst. Wir freuen uns für das, was wir haben.
Wenn wir weiter, wir haben nichts in diese Welt gebracht und das ist dann klar, wir wollen einfach nichts mehr zurücknehmen. Erkennen du ein Akt dort? Erkennen wir unser Leo? Alles, was du ein Akt hier taubschaffen doen, dat is voor deze korte tijd. Ja, nu horcht. Alles, wat we taubschaffen doen, is voor deze korte tijd. Voor we nu ans grote schatz worden komen im Himmel. Dat schade denk is, dat een manche is van jou en zo'n leeuw ben, dat des grote schatz, maar wat ik hier schaffen doe, die heeft mij zo bepakt, dat ik denk niet meer aan de eeuwigheid. Aber zie ik christelijk? Oh ja, voor alle zondag de kerk? Ja. Laat ik goud af in de kerk? Ja, ik doe. Aber het probleem is, dat mijn schatz is op deze wereld en mijn materialische eigentum. Lieve je Schwester, dit is niet reich, van het staat is. We kunnen zo lang predigen, we kunnen zo lang in de Bibel reden als we willen, maar dat is niet reich. Dat wordt helemaal reich worden. Dat kan zijn, we hebben het al voor generationen, zo staat gehad, maar dat is stil niet reich. De schatz, de mat en de kind Gottes im Himmel zijn, de mat. In onze Gottseligkeit, die genießen wir hier, während wir nur dem Schatz sind. Nu, ik zei het waar, du hast nichts mehr erreicht, wenn du gleich te schaffen. Du hast nichts mehr erreicht, wenn du $1 Million hast. Wann die in den Reich der sind opgekommen. Abraham weer ook rijk. Veel mensen, veel geldliche mensen zijn rijk. Aber, kriegen wir das zu holen, was ist das Motiv? Was trifft mich in die? Die Bibel sagt wieder, wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so lasset uns genügen. En onder wie dat zegt bij hem, nu riekt het touw, nu kost op hier met schaffen, laat het ons genügen. Geen Jehel meer, geen streven. Wanneer God mij geeft, dan is dat een geschenk. Ik hou het met een open hand. Vielleicht geeft God die en groot haben goed. Dat is niet onmogelijk. Aber wenn het in de open hand is, dan maakt het ook geen grote onderscheid, als dat veel oder weinig is. Weet je wat, wenn wir uns haben Gott mit einer offenen Hand holen und wir haben den Schatz im Himmel, dann mag immer mag ich dort gleich mehr, dort mein Freund sein haben Gott ist ein Schofsje gratis als meint. Ich mag dort gleich mehr, dort mein Freund sein haben Gott ist vielleicht ein Schofsje kleiner, dort hilft mir gleich mehr ab, because mein Schatz, der ist im Himmel, ich lobe mir dort genügen, ich sehe glücklich in was ich habe. Aber wenn du und ich von dir sind, wo du wollen reich worden, wir wollen noch mehr, dann fallen wir in viel Versuchung und Strecke und viel törichte und schädliche Liste, welche versenken die Menschen ins Verderben und Verdammnis. Als ein Geistlicher wirst du dort meist für erkennen, wenn du wirst antworten, nu strebst du um Reichtum. Wenn wir aber nicht mehr geistlich sind, wir sind materialistisch, dann wollen wir doch gleich mehr an, dass wir schaffen und wir schaffen bloß immer Dollar. Ich sehe von der einfach besorgt, dass wir sind als plaudische Menschen, das hält sich gleich, als wir in ons Land oder in jullie Land leben, aber wir haben einfach unsere Vision verloren. Und wir sind nicht mehr nüchtern. Und wir schaffen. Und manche Heim, von der geht jährlich bankrott. Unser Zentrums, wo Menschen gekonselt machen, die worden, even wenn wir mehr Erkenntnis, mehr gelehrt kriegen, aber unsere Rehabs wurden voller. Eigen worden uitgelijkelijker en haben Gott jetzt noch. Wanneer wo wir abwachen. Das ist normal. Das ist nicht normal. Das ist arg. Dat kan arg zijn. Als die Familie van jou en ihre geistliche Leo schlimmer bestalt, als die wird sein, wenn du wirst, wenn je haben Gott hat, in meiner Familie Zeit hat. Eine manche Familie, wo der kunne geistliche, reiche Familie sein, wird von der langsam ein bei ein
uitverkauft. Uitverkauft. Voordat had ik meer de tijd. We hadden alle handen, we hadden smakkere meubelen, we hadden smakkere huizen, we hadden betere voertuigen, we hadden alles beter als 25 jaar terug. Alles beter, except voor dit ding, wenn je tijd. De families worden armer en armer en armer. Wanneer worden we opweg? Wanneer ik met dem Eva worden als geistliche voeders en als geistliche mames ontvangen te schaffen voor het geistliche hebben, voor het geistliche welstand onze familie, als wat een maandje familie van de schaffen heeft, voor het eerste hebben gaat, wie worden erwartung beleven wat we niet blijven worden. Maar van jou, dan zijn een maandje voordat ik reed voor jou te mijzelf. Wanneer we thuis zijn, dan nemen we een cellfoon en dan wordt door wieder geschaft. We worden weltlich. We vangen de Welt als vriend te krijgen. En als rijkdom wat we zijn, we vallen in meer verzoekingen. We worden ons ontvangen meer te rekenen ook. Ik vang aan mijzelf te beputsen. Wie wordt mijzelf meer weet. Ik val langzaam en live met de wereld. We worden ons voor jou alle wonderen. Want we hier worden nu een zorg gaan. We worden nu al op een begrafenis. En dan word ik hier staan en zeggen, kijk hem al en dit zorg nemen. Hij al deze mensen die een smakke hutje zijn. Zo'n smakke glatte hutjes die hebben. De vingers die zijn zo fijn. En dat zit zo smak. Die heeft zich zo smak. Ja, fijn gehouden. Die is fijn oud geworden. Die zijn karpen zitten nog zo fijn. Dan je wilt zeggen, hey, dit heeft zich alle toch niet ganz recht. Dat is bewustzijn mensen voor jou schaffen. We zijn im Wohllusten und im Vergnügen neergeroden. We hebben dat ziel verloren van wirklich geistlich ons hand te opferen. Mij wordt mijzelf meer weet. Ik vang mijzelf aan te bevorven. Ik vang mijzelf aan zo aan te dragen dat mij te zijn zal zijn. Because mij wordt immer meer en meer weet. En den dag, wanneer ik sterven doe, dan zal je zijn, kijk je maar naar deze zijn smakke lappen, zijn smakke hoor. Oh, zo smak. Oh, we zeggen, nee, dat heeft zich niet ganz recht. Dat is het bewustzijn van ons leven dan. Dat is het bewustzijn van ons nog trachten dan. De godsseligkeit is op veel steden vertuscht met de materialistische eigentum. We zijn dat van jou, dat Timotheus, wat ik hier groot lezen heb, wo wir het eerste vers 10, glaube ich, vers 9, die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Strecke und viele törichte und schädliche Lüste. Weet je wat het hingeron sagt? Welche versenken den Menschen ins Verderben und Verdammnis. Hast du von der klar? Hast du nicht von der klar? Wenn wir unsere geistliche Augen wieder aufmachen, würden wir einmal charakter sein, ein geistliches, was lassen wir hier? Ein Verderben und Verdammnis. Das geistliche Leben, das verdorft, das stirbt ut und das haben Gott tut. Das ist ein von den schwansten Dingen für uns. Hier ist es in diesem Zweig Erweckung zu beleben. Das sind, was sie nennen, Strecke und schädliche Lüste, welche versenken die Menschen ins Verderben. Ich weiß nicht, wo du von dir bist, aber ich kann mir vorstellen, dass ich oder du, wie zitten hier von dir und wir sagen, you know what, ich würde really sagen, vielleicht ist es mein Truck, vielleicht ist es mein Bietland, vielleicht ist es mein Sofa im Haus, was immer das ist, aber ich würde really sagen, dat aufstehen. Ich würde sagen, mir im Bild das Haus, ich würde mir sagen, einfach ein bisschen rauflassen. Because ich lebe, das ist mein Schatz geworden. Ich will einfach mal so weit rauflassen, dass ich nicht mehr einen Schatz in das habe. Und dann, wenn wir die Gedanken an uns kommen, dann geht uns so, na hier, warum würde einer da noch leben? Das ist ja mein Scheingang von dieser Welt weiß. Wo ist dein Schatz?
En voor woonschats schaffst du. Woonschats als die von der Schuld. Den haben Gott oder der himmlische Schatz. Die Menschen versenken in Verdammnis und in Verderben. Als den Geistlicher, dann fingen du und ich über ein Verlangen hier zu kommen. Und wir hadden het verlangen naar Jezus in de feit te gaan. En worden door abgeveld. Als die streven van jou, geestlich, bist du meer bekemmert om een geestliche Schatz als over die irdische Reichtum? Kan ik voor jou anders elderen? Je wat mijn elder had. Wo die Kinder so mehr abgewassen sind, die Kinder fangen sich an zu befreien, vielleicht sind ich bei. Habe ich von dir dort ganz klar, dort ans Nummer 1 Besorgnis für unsere Kinder, wenn die von Tüß gehen, dort die worden geistlich gerüstet sein, und die Jungs, die worden starke, geistliche Leiter im Heim sind, oder die Mädels, die worden wirklich ein Verständnis haben von der Untertänigkeit in den inneren Schmuck, was rückschieden. Oder sind wir von der von da, wo sie denken, ja, ein schmacket Fertig, schmacket Haus, schmacket Jas, und es wird wirklich ein bisschen rückschieden. Wir haben von der ans diese Frau, und wenn du anwirst, dass du materialistisch gesonnen bist, weißt du das weiter? Wenn du von der arg denkst, weißt du das weiter? Deine Familie, die dat entweder door inge lijden, oder die dat door inge genießen. Wenn wir geistlich worden schaffen, dann genießt unsere Familie. Hast du das von dir ganz klar, dass du den haben Gott mit einer offenen Hand holen hast? Das ist vielleicht Wort weit, das wir tun. Aber wenn Gott die Wort bei einmal hast, dich, was wahrnehmen, wo ich dann verdrießlich festhalte? Wir haben von dir für Gott kommen und wir haben uns haben Gott für Gott bringen und wir haben uns Hang aufmachen und sagen, Gott, das haben Gott, das hole ich von nu mit offenen Hang, weil ich nur mein Schatz komme dann. Ich habe abgestoßen, wir haben beten. Voor ik bid, en die grote genade, help ons onze ogen op te merken. Help ons te zijn wat je actually ver. God help ons wellicht te worden, toe te staan. Help ons wellicht te worden, ons te rieren, ons te veranderen. God, während wir sehen, dass manch einer der ist versunken im Verderben und in der Verdammnis, wenn dem sein Streben erst materialistisch gewesen. Oh Gott, ich bete, schaffe mein Hort, schaffe unsere Horte, help uns von dir, mit offenen Hängen, dort haben Gott fertig zu stellen. Help uns zu verdämmigen und help uns wellig zu werden, uns Schatz auf der Erde loszulassen, einen Schatz im Himmel zu erlangen. Oh Gott, hab Gnade. Gott, uns fehlt es um deine Gnade in diesem Fach. Gott, du kennst uns, du weißt uns. Ich bete von dir, schärfe uns stärk. Oh Gott, hab Gnade, dass wir die Gnade haben, wellig zu werden, ein Leben von volles Genügen auf diese Welt zu erfreuen, während wir verweichen nur dem Schatz, was wir im Himmel haben abgebüht. Gott, ich bete von dir, jef uns welche Horte zu ändern und werden wirklich frei. Amen.
Nummer 15. Nummer 15. Meine Hände waren voll von Dingen, die mit Stolz nicht einst noch nannte mein. Edlen Scheinen gleichen goldenen Ringen, strahlten sie mir zauberhaft und fein. Aber Jesus nahm mir meine Hände, ließ mich stillend in seinen Thron. Reine Hände, sprach er, reine Hände, sind mir nötig, um mein Werk zu tun. Meine Hände waren alle Tage immer unrein und mit Schuld befleckt. Ach, und sonst war alle meine Klage, meine Sünde war noch nicht bedeckt. Aber Jesus nahm mir meine Hände, ließ die meinen in seinen Thron. Stille Hände, sprach er, stille Hände, sind mir nötig, um mein Werk zu tun. Ungehorsam waren meine Hände, nur dem eigenen Willen untertan. Gleich als ob man so sein Leben fände, wo wir eigentlich da in stillem Wahn. Aber Jesus nahm mir meine Hände, ließ die seinen auf den meinen ruhen, machte so der Unruhe bald ein Ende. Oh, wie süß ist der Gehorsam nun. Aber heute wird nicht so. So ging Jesus in die Jünger dort ins Jesus auf das Jed wohnen deed. Und einmal dann sagte die Jünger entsetzten sich. Ich met mijn Bild der Jünger, was ich an sich angeschaut. Was krank will Jesus hier sein? Aber wie fängt das in Markus Kapitel 10? Jesus hat sehr fein erklären, wenn es der Recker Jüngling von Jesus traurig war, dann sagt Jesus, beschwor der Recker in Reich Gottes kommt. Und dann hat er erklärt, was er meinte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist, dass diese ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, ins Reich Gottes kommen. Dort Vertrauen auf Reichtum sagen. Beschwor worden so eine Menschen, dass mit Gottes kommen. Aber wir uns Vertrauen auf Reichtum sagen. So, ich glaube Gott, er will, dass uns soll geschert worden. Ich sage manchmal, wir reisen viel, einmal im Norden, nächstes im Süden. Und einmal waren wir in ein Haus gekommen und sagen, wir sind da, wo an die Verdreckste gelebt wird. Und weißt du was, liebe Versammlung, Gott hat von der uns geredet. Wir sollen dann denken, für was wir leben da. Wir leben für was ewig. Wenn wir einen Schatz im Himmel haben, dann sind wir glücklich, wenn wir einen Teil haben. Wenn der Schatz nicht im Himmel ist, haben wir von der Ewigkeit, dann sind wir auch glücklich. Mag Gott dir nur geben. Wieder, das können Prüfungsfamilien haben, rechte prüfen. Gut,
Wir wollen die Lehne geben für Seelsorge. Wir waren dort nicht an Einkommen. Wir da gleich eine Sprechstunde zu haben. Und wird angeleitet worden, wenn ihr dort nur an Einkommen, nur die Versammlung. Und wird ihr dann Platz gewesen worden, wo ich nicht nur erholen kann. Und dann wird ihr zu beten. Nicht bloß nur Erholung, auch beten, dass Gott wird Erleuchtung geben, wieder. Und da wir sehr herzlich einladen, alle Männer, zu morgen, Klock 7 morgens. Also die Männer, die sind alle eingeladen, zu morgen, Klock 7 morgens, wenn wir uns treffen. Und dann wollen wir ein Wort hier, was mir bloß an uns als Männer gerecht sein. Wir haben Angst, dass wir immer zu hart sein. No. We hebben dem Geist verschaffen, we hebben beten dat de Geist Gott verschaffen. En maandag waar we toekomen, we hebben tijd, ja. En dan te morgen, 37 uur, als we de ganze Versammlung eingeladen zum Gottesdienst. En je daarom hier nog mij aanladen. Want irgendwo, nach so einer Send, wat er vielleicht veel weiten te laten, laat wel ich aan. Okay? Ja, aber Pancho sagt, dass die Jungs sind auch eingeladen. So, danke schön für das Sein. Jungs, die sind auch eingeladen. Da meint dann die Jugendjungs und Männer, alle eingeladen zu morgen, Klock 7 morgens. Gut, wir wollen aufschließen von dir. Wir wollen für uns nach Hause neigen. Vor dem Himmel, wir danken dir, Herr, für deine Gnade und für deine Gegenwart. Wir danken dir, Herr, dass du hier auf dieser Erde gewandelt hast. Du weißt, was es ist, im Fleisch zu leben, Herr Jesus. Du bist krank, dem was gegangen, was wir gehen, im Fleisch und Blut. Und Herr Jesus, du weißt, wie groß die Gefahr in dieser Welt ist. Du weißt besser als wir. Und Herr, deswegen hast du so frei, so klar und so deutlich, so vielmal von der Mama geredet, von unserer Gita. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass dein Geist gegenwärtig ist, dass du von dir auch noch reden darfst im Geist. Und himmlischer Vater, wir beten, halb uns, dass wir würden wirklich uns abweichen lassen, Reisen abzustehen, uns erleuchten zu lassen. Und dass du kannst erheitern verherrlicht worden. Himmlischer Vater, wir beten, dass die Geist Gottes kann wieder eine Leitung sein, über alles, was wir die Nummer haben. Und nun, liebe Versammlung, ich befehle euch Gott in dem Wort, seine Gnade, der mächtig ist, euch zu erbauen und zu geben das Erbe unter allen, die geheiligt werden. Amen. Wir scheiden im Frieden des Herrn.